Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit einem Auto nach Hause und auf einmal rast ein Wildschwein auf Sie zu. Oder Sie stehen morgens am Küchenfenster und auf einmal sehen Sie, wie zwei Wölfe ein Reh reißen, direkt vor Ihrem Haus. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir wird anders werden dabei. Es muss auch kein Wolf sein. Nehmen wir einen Waschbär. Im Zoo sind die ganz süß. Aber zu Hause würde ich sie nicht haben wollen. Fuck! Meine Ferse! Okay, ich gebe es zu. Die sind schon extrem süß. Die Schäden, die dann kommen, sind natürlich abgedeckte Ziegel, wo es reinregnet. Aber zum Glück gibt es in Deutschland Jäger. Die kümmern sich um sowas. Ich kann Ihnen sagen, ich finde es nie einfach, auf ein Lebewesen zu schießen. Oder sind die Jäger eher das Problem, anstatt die Lösung? Je massiver bejagt wird, desto mehr explodieren die Bestände. Ah ja, was denn nun? Tolerieren, dass die Natur ihren Raum braucht? Oder die Tiere töten, wenn sie zum Problem werden? Das will ich heute rausfinden. Normalerweise dringt der Mensch in den Lebensraum von den Tieren ein. Aber was ist, wenn die Tiere zu uns kommen? Das kann schwierig werden. Ich fahre jetzt mal nach Kassel, denn traditionell ist die Hochburg der Waschbären in Nordhessen. Mal schauen, wie groß das Problem dort ist. Hier in Kassel soll man sich schon auf die Waschbärinvasion eingestellt haben, habe ich gehört. Der Kletterschutz an den Regenrohren ist jedenfalls ein deutliches Indiz. Ah, okay. Ja, das scheint Waschbärschutz zu sein. Bio-Restmüll verschlossen. Mal sehen, wie gut die Menschen hier auf Waschbären zu sprechen sind. Wir sind mit der Suche nach Leuten, die Berührungen mit Waschbären haben. Oh, da kann ich jetzt meinem Bruder sagen, weil der hatte eine intensive, Berührung mit einem? Ja, einen kleinen Kampf sogar. Ein Kampf? Nein. Ja, der war bei ihm auf dem Balkon. Okay. Und der wollte ihn verscheuchen. Ja. Ja, leider hat er verloren. Der Waschbär hat gewonnen. Der Waschbär hat gewonnen? Der Waschbär hat gewonnen. Ist der jetzt immer noch auf dem Balkon? Hat sich da breit gemacht jetzt? Ja, die sind sehr hartnäckig. Ja? Können Sie sich dann in die Situation Ihres Bruders reinversetzen? Ja, total. Also mich würde es nerven, wenn ich auf dem Balkon nichts mehr hinstellen kann. Auch noch nicht mal einen Kuchen zum Abkühlen oder sowas, weil wenn dann die Tiere kommen und randalieren. Also es war wirklich dann so, der gelbe Sack steht auf dem Balkon und er steht früh morgens auf und der ganze Müll ist verstreut auf dem Balkon. Also das ist dann schon nervig. Haben Sie denn auch schon Erfahrung? Ja, natürlich. Ehrlich? Ja, die waren hier in den Mülleimern. Dann habe ich ihn umgekippt. Dann der war drinnen quasi. Der war drinnen schon. Drin, ja, gut, die kommen ja nicht wieder raus, wenn sie einmal drin sind. Es gibt viele Leute, die sagen, ich hätte ihn gleich totschlagen sollen. Aber ehrlich? Das kommt für mich nicht in Frage. Warum nicht? Ja, weil ich Tiere liebe. Und weil ich niemanden erschlage. Okay. Wenn man abends unterwegs ist, dann klappert hier und da mal so eine Mülltonne. Und wenn man dann genau hinguckt, dann ist das ein Waschbär beim Mitternachtssnack. Wie wäre die Reaktion, wenn jetzt zu Hause so ein Kollege auftauchen würde? Ja, ich würde wahrscheinlich irgendwo anrufen. Ich würde nicht selber in den One-on-One-Fight gehen. Besser ist es. Und soll man das tolerieren einfach, dass sie halt da sind oder abschießen? Wenn es nach mir geht, wahrscheinlich lieber nicht. Aber das ist ja diese ewige Diskussion auch. Was ist jetzt mit den Wölfen in freier Natur oder darf ein Jäger auf Hirsche schießen? Und im Endeffekt sind das alles Maßnahmen, die dazu da sind, um das im Gleichgewicht zu halten. Vielleicht ist das die richtige Entscheidung, dann da auf einen Waschbären zu schießen. Kann ich nicht sagen. Also ich habe jetzt echt mit etlichen Leuten in Kassel gesprochen und scheinbar hat wirklich fast jeder eine Story zu den Waschbären. Bevor wir jetzt uns die Argumente anschauen, wie wir mit Waschbären, aber auch mit Wildschweinen und Wölfen umgehen sollen, ein kurzer Lagebericht. Wildschweine, Waschbären oder gar Wölfe. Sind sie wirklich solche Problemtiere? Klar ist, sie dringen immer weiter auch in den Lebensraum der Menschen vor und geraten so ins Fadenkreuz. Aber wie gefährlich ist das wirklich? Kapitel 1: Der Waschbär. Der Waschbär ist eine sogenannte invasive Art, also eigentlich nicht in Deutschland heimisch. Besonders wohl fühlt er sich hier trotzdem, und das speziell in Nordhessen. Hier wurden 1934 auch die ersten Waschbären ausgesetzt. Wie viele Waschbären es insgesamt in Hessen gibt, ist schwer zu schätzen. Wie sehr sich das Tier vermehrt hat, zeigt sich unter anderem an den Abschusszahlen.
In der Saison 1960/1961 brachten Jäger 122 Tiere zur Strecke. Inzwischen sind es rund 28.000 Waschbären. Der Waschbär ist ein Allesfresser. Er ist ein extrem guter Kletterer und kommt von Hauskeller bis zum Dachboden überall hin. Zum Leid einiger Hausbesitzer. Frank Becker ist sowas wie der Kammerjäger für Waschbären. Die Schäden, die dann kommen, sind natürlich abgedeckte Dächer, in Anführungsstrichen Dächer, natürlich Ziegel, wo es reinregnet. Das Zerstören der Dämmung da oben, natürlich löst er sich dann also auch. Das heißt, er legt Latrinen an, Klos. Das geht dann so weit, dass es dann im Wohnzimmer durch die Decke tröpfelt. Und auch wer es schafft, die Waschbären wieder zu vertreiben, den beißenden Uringestank bekommt man so schnell nicht mehr aus den Wänden. Der Schaden, den die Tiere verursachen, kann immens sein. Kapitel 2: Das Wildschwein. Ein panisches Wildschwein auf der Wiesbadener Wilhelmstraße. Oder im Wohngebiet. Oder an der Tankstelle. Oder gleich eine ganze Rotte, die durch Rüsselsheim rast und erst mit mehr als 100 Schüssen von der Polizei erlegt wird. Das kann gefährlich werden, wenn die Tiere sich in die Ecke gedrängt fühlen. Denn dann greifen sie potenziell auch an. Dabei steigen die Jagdstrecken stetig. Waren es bis Anfang der 70er Jahre noch unter 10.000 Tiere, erlegen Jäger derzeit jährlich über 60.000 Wildschweine. Die Populationen steigen munter an. Der Klimawandel, milde Winter, Laubbäume tragen mehr Früchte und es wird mehr Getreide angebaut, zum Beispiel Mais. Das gibt nicht nur mehr Futter, sondern auch bessere Verstecke. Auch in der Stadt fühlen sie sich wohl. Es gibt ein reichhaltiges Buffet aus Pflanzenzwiebeln oder Essensreste, dazu meist einen Freifahrtschein, sprich das Jagdverbot, das in Siedlungsgebieten herrscht. Im mittelhessischen Dillenburg war die Lage vor einigen Jahren besonders drastisch. Mittlerweile haben wir sogar so einen Schafselektrozaun, aber selbst den reißen die einfach wieder ab. Man ist zwar schon irgendwie froh, dass man so auch nah an der Natur ist, aber ich meine, so nah will man die natürlich auch nicht da bei sich haben. Und was halt wirklich auch, man traut sich eigentlich abends mit dem Hund oder sowas um nochmal in den Garten zu gehen, ist eigentlich nicht mehr möglich. Kapitel 3: Der Wolf. Das ungute Gefühl, sich nicht mehr frei in der Natur bewegen zu können, löst auch dieser Rückkehrer in einigen Menschen aus. Die Fakten. In ganz Deutschland leben nach den vorläufigen Angaben des Bundes im Monitoringjahr 2020/2021 insgesamt 113 Rudel, ein Paar und 9 Einzeltiere. Und die haben Hunger. Auch auf Weidetiere. Für 2020 wurden deutschlandweit 942 Wolfsübergriffe auf Nutztiere berichtet. Dabei wurden rund 4000 Tiere verletzt oder getötet. Das heißt auch, pro Schäfer können das Dutzende Tiere sein. Wenn Wölfe besonders viele Weidetiere reißen oder Menschen nahe kommen, können sie zum Problemwolf deklariert und abgeschossen werden. Obwohl sie eigentlich unter Artenschutz stehen. In Niedersachsen beispielsweise war das dieses Jahr schon zweimal der Fall und führte zu großen Kontroversen. In Hünxe in Nordrhein-Westfalen versuchte ein Schäfer für die örtliche Wölfin dasselbe zu erreichen, nachdem sie einmal 20 Schafe gerissen hatte. Der Kreisvorsitzende der Schafhalter Wesel dazu: Wir haben schon etliche Schafhalter, die aufgegeben haben, vor allen Dingen die Hobbyleute, die sagen, wir tun uns das mit dem Wolf nicht an, wir wollen keine toten oder verletzten Tiere von der Wiese ziehen. Der Wolf in Hünxe wurde trotz Klage nicht zum Abschuss freigegeben. Und in Hessen gibt es insgesamt 5 Wolfsterritorien mit einer Wolfsfamilie und 4 Einzeltieren. Besonders gierig auf Nutztiere sind die bisher aber noch nicht. Im Jahr 2021 wurden bis Ende Oktober insgesamt 8 Weidetiere einem Wolfsriss zugeschrieben. Im Jahr davor waren es ähnlich viele. Kein Wolf in Deutschland hat außerdem bisher Menschen attackiert. Aber wer solche Bilder sieht, der lässt sich durch die Zahlen vielleicht nicht so leicht besänftigen. Aber warten, bis es zum Problemtier wird, ist vielleicht auch nicht für alle das Beste, oder?
Ich bin jetzt erstmal mit einer Tierschützerin verabredet. Hi. Ich glaube, wir sind verabredet, ne? Ja, sind wir. Simon. Hi, Dani. Hi, freut mich. Hallo. Freut mich. Wir sind ja gerade so am Thema, wie geht man mit Tieren um, die uns vielleicht ein bisschen zu nahe kommen. Und in einigen Bundesländern ist ja zum Beispiel der Wolf schon verbreitet und macht natürlich auch Menschen Angst. Können Sie verstehen, dass manche Leute sagen, okay, wir sollten den vielleicht ein bisschen dezimieren, diesen Wolf? Nee, kann ich nicht, weil in aller Regel kommt er uns nicht wirklich nahe, sondern wir haben, glaube ich, in den letzten 50 Jahren gerade mal 4 Angriffe von Wölfen auf Menschen in ganz Europa zu verzeichnen. Ne? Also mal so und wenn wir jetzt den Extremfall mal beiseite nehmen, wo er einen Menschen angreift, aber er greift ja vielleicht auch Nutztiere an. Es ist eine harte Herausforderung für Nutztierhalter, auf jeden Fall. Ich bin in allererster Linie immer erstmal für Herdenschutz. Das ist eine ganz anstrengende Nummer, das ist auch eine kostspielige Nummer. Da sind die Behörden gefordert, dass einfach Herdenschutz zu 100% gefördert wird, aber auch die Kompensationen. Also aber dann würden Sie sagen, ein Wolf sollte unter keinen Umständen geschossen oder gejagt werden? Oder gibt es für Sie Ausnahmen? Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ne? Also es sind verhaltensauffällige Wölfe, die halt eben wiederholt Herdenschutzmaßnahmen überwinden, die sich zu dicht irgendwie an menschliche Siedlungen ranmachen. Wenn ich so einen Wolf habe, der im wiederholten Maße diese Anwandlung zeigt, dann kann man ihn auch heute vor dem rechtlichen Hintergrund auch schon entnehmen, wie es irgendwie sprachlich heißt. Nur dann muss ich ihn auch identifizieren. War es jetzt der? Ne? Wie sieht es mit Wildschweinen aus? Sollen die gejagt werden oder nicht? Das Problem an den Wildschweinen ist in der Tat, sie werden massiv bejagt. Und wenn Sie sich die Jagdstrecken angucken, können Sie so eine Parallele feststellen. Je massiver bejagt wird, desto mehr explodieren die Bestände. Würden Sie dann sagen, dass die Jagd das eher fördert, dass es mehr Wildschweine gibt? Also es gibt eine große Studienlage mittlerweile zu dem Thema, die diesen Verdacht sehr nahelegt, dass dem so ist. Ne? Also da geht es nicht darum, bejage ich Wildschweine jetzt grundsätzlich nicht oder doch, sondern die Frage ist eher, wie bejage ich sie denn? Ne? Weil die Problematik ist immer die, also wir haben deutschlandweit, auch hier in Hessen, eine Hobbyjagd, ne? Eine Freizeitjagd, die eher auf Trophäenjagd angelegt ist. Wir sehen es immer dann, wenn Leitbachen oder Leitkeiler geschossen werden, geraten komplette soziale Strukturen auseinander. Ne? Und dann fangen jüngere Bachen, die noch überhaupt gar nicht so weit wären, vermehrt an, sich fortzupflanzen. Ne? Das heißt, ich habe dann auf einmal nicht nur eine Leitbache, die sich fortpflanzt, sondern habe dann 5 Jungbachen und entsprechend auch mehr Frischlinge. Ist die nicht zum Teil auch umstritten, diese Aussage, dass quasi durch die Jagd mehr Population entsteht? Sie wird zunehmend weniger umstritten. Dann noch kurz eine private Frage. Essen Sie Wildschwein? Ich mache jetzt mal die Klischeeschublade auf. Ich bin vegan. So ein Wildschwein ist teilweise ja auch lecker für manche Leute. Und es ist auch nicht gerade in Zeiten von Massentierhaltung das bessere Mittel, dann lieber ein geschossenes Wildschwein zu essen, als Massentierhaltung zu unterstützen. Dann sind wir wieder bei der Form von Jagd. Es ist unheimlich Mode geworden, diese Drück- und Treibjagden hier durchzuführen. Ne? Und allein schon die Dynamik, die in so einer Veranstaltung platziert ist, die gibt mir gar nicht die Möglichkeiten, die Tiere, die ich erlegen will, auch wirklich weitgerecht zu erlegen. Ne? Das heißt, ein Schuss, ein Treffer, tot. Okay. Ne? So. Also ich kenne wirklich Jäger, die, wenn sie wissen, dass im Nachbarrevier eine Drückjagd stattfindet, die sich dann schon in ihr eigenes Revier reinsetzen, um halt eben diese ganzen angeschossenen Tiere von ihrem Leid zu erlösen. Ne? Weil es doch so viele gibt, wo nicht ein Schuss, ein Treffer, sondern ein Schuss, ein leidendes Tier. Ganz genau, so ist es. Und wie sieht es mit Waschbären aus? Ich habe gehört, glaube ich, das ist ja ein bisschen Ihr Steckenpferd auch. Ja. So, haben Sie nicht auch welche hier? Wir haben welche hier. Kann ich das mal sehen? Natürlich sehr gerne. Ja? Also die Waschbären haben garantiert auch Bock drauf. Ich folge Ihnen einfach. Ja, super. Die Waschbärauffangstation des Landestierschutzverbandes ist gleich hier auf Frau Müllers Gnadenhof. So, wir gehen jetzt in den Innenteil unseres Waschbärgeheges. Okay. Nein, ja, das ist mein Schuh. Genau. Das ist mein Schuh. Ich werde hier schon ein bisschen attackiert. Attackiert, nicht befingert. Das bestimmt nicht befingert. Untersucht, stimmt. Genau. Untersucht, ja. Sehr gut. Wo haben Sie die her? Wir haben die immer von Findern. Das sind in aller Regel immer Flaschenkinder. Ich werde jetzt schon bezwackt und ja. Nicht beißen, mein Lieber.
Nicht beißen. Ich habe auch da nichts drin. Der Spielflash, den ich meinte. Genau. Und ich gehe mal davon aus, okay, geht in den Strumpf rein. Ich gehe davon aus, Sie sind gegen das Waschbärtöten. Ja, natürlich. Also in erster Linie aber mal nicht, weil ich die jetzt nicht irgendwie als eine Plage irgendwie anerkennen würde. Das sind sie in der Tat. Aber de facto ist es auch so, wir werden sie nicht mehr los. Und auch da gibt es wirklich umfangreiche Studienlagen dazu. Je mehr sie Waschbären bejagen, desto früher werden die weiblichen Tiere empfänglich. Das heißt, sie treiben mit einer Bejagung die Produktion noch in die Höhe. Meine Ferse! Lena, könntest du ihm mal ganz kurz zur Hilfe eilen, bitte? Ja. Wir haben eine EU-Verordnung, dass sie nicht einfach wieder ausgesetzt werden dürfen. Ne? Es ist durchaus auch eine rechtliche Möglichkeit, laut Aussage der EU-Kommission, dass ich halt sie kastrieren lasse und sie dort wieder auswilder, wo ich sie herhabe. Ja, also das geht. Das hat in Deutschland halt eben leider noch keine Behörde irgendwie mal durchgewunken. Wenn Sie sagen, die Kastration ist eigentlich das Mittel der Wahl, warum nicht erschießen? Also der tote Waschbär kann sich auch nicht mehr vermehren. Nein, aber wenn Sie jetzt anfangen, die Waschbären zu kastrieren, dann besetzen die ihre Reviere nach wie vor, ne, und machen nicht Platz für Nachrücker. Dann würde ich sagen, wir lassen die Kollegen und Kolleginnen hier mal ein bisschen wieder in Ruhe. Und ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und wir versuchen mal wieder heil hier rauszukommen, ohne einen Schuh zu verlieren. Die waren ja ganz schön putzig. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie richtig Ärger machen können. Aber die Argumente von Frau Müller haben aus Tierschutzsicht natürlich Sinn gemacht. Ich bin mal gespannt, was Jäger dazu sagen. Die haben wahrscheinlich eine andere Meinung. Ich bin jetzt verabredet mit Frau Dr. Anna Scholz. Sie ist Jägerin und bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Ich glaube, wir sind verabredet. Simon Vogt. Hi. Hallo, Anna Scholz. Hi, freut mich. Schön, dass es geklappt hat. Ja, freut mich ebenso. Sehr gut. Wollen wir ein Stück gehen? Gerne. Super. Sie sind ja Jägerin. Ja. Was macht man so in der Ausübung? Geht's dann nur um Schießen? Nee, oder? Also ich würde sogar sagen, eher im Gegenteil. Ich würde mal so sagen, in 80% der Fälle, die man sich draußen in der Natur aufhält, wird nicht geschossen. Wird nicht geschossen? Nee. Was macht man dann? Ja, also wir Jägerinnen und Jäger bezeichnen das im weitesten Sinne als Hege und Pflege. Also wir kümmern uns natürlich auch um den Erhalt des Waldes. Schauen, ob irgendwo Müll abgeladen wurde, beseitigen den oder legen eben Wildäsungsflächen an für Tiere, die nicht genug natürliches Futter finden. Alle solche Dinge gehören dazu. Okay, und warum muss dann grundsätzlich aber gejagt werden? Sie müssen sich vorstellen, wir leben hier ja in einer sehr hart bewirtschafteten Kulturlandschaft. Das gilt sowohl für die landwirtschaftlichen Flächen als auch für den Wald. Und das führt dazu, dass sich eben auch die Tierwelt nicht mehr auf natürlichem Wege reguliert, sondern dass Problemzonen entstehen. Dafür ist die Jagd eben so eine Art regulierendes Element. Inwieweit müssen JägerInnen nachweisen, dass sie gut schießen können? Ja, dazu gibt es in einigen Bundesländern tatsächlich eine rechtliche Verpflichtung. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen wird das jährlich verlangt. Hier in Hessen gibt es dann noch keine einheitliche sozusagen juristische Grundlage. In den Revieren von Hessenforst beispielsweise wird es auch dort bei den Drückjagden verlangt, so einen Nachweis zu erbringen. Und ich erlebe es eigentlich auch bei den meisten privaten Revieren so, dass bei den Jagden sowas eingefordert wird. Jetzt hatte ich das Vergnügen, auch mit einer Tierschützerin zu sprechen. Und sie hatte mir erzählt, dass bei Drückjagden relativ viel daneben geschossen wird. Auch. Wie ist da Ihre Erfahrung mit? Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt dann eine gewisse Anzahl von Treiberinnen und Treibern mit kurzläufigen Hunden, die eben durch den Wald durchgehen und damit das Wild in Bewegung setzen. Zum einen muss man natürlich sagen, dass die Jagd auf bewegtes Wild, wie es bei Drückjagden ist, natürlich eine besondere Herausforderung darstellt. Und natürlich kann es vorkommen, dass Schüsse daneben gehen. Aus meiner Wahrnehmung und aus meiner Erfahrung geschieht das aber glücklicherweise nicht massenhaft. Und bei der Drückjagd ist dann auch verpflichtend, dass dann das Wild gesucht wird? Ja, auf jeden Fall. Dann wird mit einer ausgebildeten Hundemeute das Tier gesucht, bis man es gefunden hat. Warum wird die Drückjagd gemacht? Der Vorteil davon besteht darin, dass sie nicht kontinuierlich Unruhe in den Wald bringen, sondern dass auf einzelnen Terminen
konzentrieren und damit dem Wild dann hinterher auch wieder Erholungsphasen gönnen. Wie war das denn, als Sie Ihr erstes Tier geschossen haben? Das ist bei mir jetzt ungefähr 3 Jahre her und ich kann Ihnen sagen, ich finde es nie einfach, auf ein Lebewesen zu schießen. Also es hat immer eine gewisse Ambivalenz und man weiß in dem Moment, man nimmt ein Leben und das jagt mir einen hohen Respekt ein. Haben Sie es danach auch gegessen? Ja, also ich verarbeite das immer alles selbst und bei einem Wildschwein dauert das bei mir einen ganzen Tag, bis ich das zerlegt habe und abends eingefroren und eingeschweißt. Und dann hat man eine andere Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittel. Jetzt gibt es einige Jäger, die auch fordern, den Wolf mit ins Jagdrecht aufzunehmen. Warum sollte man den schießen? Also erstmal würde ich sagen, ja, ich freue mich auch, dass der Wolf wieder in unseren Breiten vorhanden ist. Und diese Forderung nach der Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht, die impliziert ja in keiner Weise, dass der Wolf dann auch gejagt würde. Aber so eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht würde einfach Rechtssicherheit für verschiedene Beteiligte schaffen. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Also stellen Sie sich vor, ein Wolf wird vom Auto angefahren und liegt verletzt im Straßengraben. Bei einem Reh oder einem Wildschwein ist der Revierpächter zuständig, dahin zu fahren und das Tier gegebenenfalls von seinem Leiden zu erlösen. Liegt da ein verletzter Wolf und leidet im Straßengraben, wer macht das denn dann? Ne? Sie würde den Wolf also nicht generell bejagen. Andere Jäger, erfahre ich später, sind durchaus für eine regelmäßige Bejagung, damit die übrigen Wölfe Angst vor Menschen bekommen und sich fernhalten. Jetzt zum Thema Waschbären. Da sagen Tierschützer wiederum, eigentlich ist die Jagd eher der Grund, dass es mehr Waschbären gibt. Also schwierig. Das Argument, was Sie da ansprechen, ist ja eins, dass es vermeintlich Studien darüber gibt, dass Waschbären früher geschlechtsreif würden und sich deswegen letztlich stärker vermehren würden, wenn sie bejagt sind. Meines Erachtens oder nach meinem Kenntnisstand gibt es darüber keine validen wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern Waschbären werden in der Regel mit einem Jahr geschlechtsreif und vermehren sich dann auch. Und da sie das sehr gut können, muss man in gewisser Weise eingreifen. Denn Waschbären sind eben auch Raubtiere, die Nester plündern und insofern zur Gefahr für bestimmte auch bedrohte und seltene Vogelarten werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Tja, ob die Jagd das Problem nun reguliert oder doch vermehrt, da herrscht offenbar Uneinigkeit zwischen Tierschützerin und Jägerin. Genau wie bei den Wildschweinen und anderen Tierarten übrigens. Mit der Frage werde ich mich gleich nochmal beschäftigen. Aber erst einmal möchte ich selbst noch auf so einen Hochsitz. Schon schön hier oben. Aber ob ich selbst ein Tier schießen könnte, weiß ich nicht. Jetzt haben wir so viel über das Jägersein gesprochen. Was machen Sie eigentlich hauptberuflich, wenn ich fragen darf? Ich bin von Beruf Pfarrerin in der evangelischen Kirche. Ach, das ist ja interessant. Aber das ließ sich gut vereinbaren, auch Jäger und Pfarrer? Ja, also weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, für mich die Jagd schon auch ein Beitrag zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts ist, habe ich da keine Schwierigkeiten, das mit dem Ethos meines Berufs in Einklang zu bringen. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit. Schon interessant. Sie sieht sich auch als Tierschützerin oder Naturschützerin, genauso wie Frau Müller. Am Ende ist wahrscheinlich einfach Ansichtssache, wie wir mit der Natur leben wollen. Wir wollen uns mal anschauen jetzt, wie es wäre, wenn gar keine Jagd mehr stattfinden würde in Hessen. Im Schweizer Kanton Genf ist das bereits schon so, und zwar seit über 40 Jahren. Im Kanton Genf waren viele Wildtiere vor über 40 Jahren fast ausgerottet. Zu viel wurde in der Region gejagt. Deshalb hat das Volk die traditionelle Jagd im Jahr 1974 verboten. Wildinspektor Gottlieb Dandlicker ist für die Einhaltung der Jagdbeschränkungen verantwortlich. Hirsche waren schon längst ausgerottet in der ganzen Gegend, aber nicht nur in Genf, auch ganz rum um Frankreich und so. Schwarzwild war sehr stark zurückgedrängt und man musste noch weit in den Bergen gehen, um sie zu finden. Das heißt, im ganzen Tiefland waren sie verschwunden. Und das Reh, es hatte noch Rehe, aber ziemlich wenig Rehe. Insgesamt 11 hauptberufliche Ranger sind im Kanton für Wildtiere und Naturschutz zuständig. Das Wild, das sie auf ihren Kontrollfahrten antreffen, hat fast jede Scheu verloren. Denn viele Tierarten erholten sich. Nach einigen Jahren gab es in den Wäldern des Kantons wieder Rebhühner, Fasane, Hirsche und Rehe. Jetzt haben wir eine viel, viel größere Fauna als vorher. Wir haben
große, also wir haben wichtige Rehbestände, das Schwarzwild ist zurück, das Rotwild ist zurück. Was also würde passieren, wenn wir auch hier in Hessen auf die private Jagd verzichten würden? Professor Michael Lierz vom Arbeitskreis Wildbiologie an der Uni Gießen glaubt, ganz ohne Konflikte zwischen Tier und Mensch würde das nicht funktionieren. Zu sehr sind wir Menschen daran gewöhnt, die Natur zu managen. Was passieren wird, ist, dass Tierpopulationen zunehmen. Also wir werden bei einigen eine Zunahme haben in der Anzahl der Tiere. Und dann gibt es begrenzende Faktoren, Nahrung, Lebensraum. Das heißt, irgendwo wird sich jede Tierpopulation einpendeln. Die Frage ist, wollen wir dann mit den Konsequenzen leben? Problematisch könnte das zum Beispiel bei dem Schwarzwild werden. Die Wildschweinpopulation ist wegen der milden Winter und durch ein großes Nahrungsangebot in der Landwirtschaft in vielen Regionen Deutschlands nur schwer in den Griff zu bekommen. Dass die Jagd die Vermehrung zusätzlich fördert, sei wissenschaftlich hingegen nicht bewiesen, sagt der Experte, der selbst auch Jäger ist. Sie werden erst im Wald zunehmen und wenn es da nicht mehr genug Nahrung gibt, werden sie versuchen, andere Nahrungsquellen zu erschließen. Das sind dann Dörfer, Städte, das gibt es ja genug Beispiele, Berlin, teilweise schon in Frankfurt. An solche Bilder müssten wir uns dann also gewöhnen. Wie hier auch auf Usedom, wo die Tiere jegliche Scheu vor Menschen verloren haben und sich mitten in der Stadt aufhalten. Oder sie richten Schäden in der Landwirtschaft an. Die Tiere würden sich so lange immer weiter vermehren, bis sie keine Nahrung mehr fänden, der Platz eng würde oder bis sich Tierkrankheiten ausbreiteten. Erst dann würde sich die Population ohne Jagd wieder reduzieren. Professor Michael Lierz ist sich sicher, dass sich Tierpopulationen irgendwann einpendeln würden. Und dann ist die Frage durchaus sehr berechtigt, bis zu welchem Grad akzeptieren wir das noch, dass eben Tiere in Städte eindringen, dass ich Einschränkungen habe als Privatperson. Das kann man ja akzeptieren. Die Frage ist, will das die Gesellschaft? Zurück in Genf. Auch hier bereitete eine Tierart den Menschen nach einiger Zeit Sorge: das Schwarzwild. Die cleveren Wildschweine flüchteten ins Kanton, denn hier konnten sie geschützt leben und sich vermehren. Und Schäden anrichten, vor allem in der Landwirtschaft und den Weinbergen. Zunächst halten die Wildhüter die Wildschweine mit Elektrozäunen davon ab, zu große Schäden anzurichten. Doch dann mussten Gottlieb Dantlicker und seine Kollegen eingreifen. Eingreifen, das heißt Abschuss als wirklich letztes Mittel. Diese Regulation muss aber auch von dem Tierschutz aus gesehen optimal sein. Wir wollen die Tiere so wenig stressen und so wenig Schmerzen zufügen, als wie möglich ist. Laute Drückjagden sind hier tabu. In Genf arbeiten die hauptberuflichen Wildhüter nachts mit Infrarot, Lichtverstärker und Bewegungsfallen. Diese senden ein Bild an das Handy des Rangers. Innerhalb kürzester Zeit ist der vor Ort und kann das Tier schießen, das im Sozialgefüge der Rotte am wenigsten fehlen wird. Ob das die Vermehrungsrate vergleichsweise niedrig hält, ist zwar nicht bewiesen, doch wächst die Population hier tatsächlich deutlich langsamer als in Deutschland, so Expertenschätzungen. Nur ganz ohne Regulierung geht es auch hier nicht. Das Fazit ist mir, die meisten Tiere brauchen keine Regulation, aber für das Großwild ist eine Regulation notwendig. Es sind nicht genügende oder gar keine Raubtiere, die sich diese Art regulieren. Da müssen wir reinspringen. Lediglich rund 250 Wildschweine müssen die Genfer so jährlich erlegen. Die hauptberuflichen Wildhüter im Kanton bezahlt der Steuerzahler. Der kleine reiche Kanton Genf hat sich bewusst dafür entschieden. Hier ziehen Tierschützer, Umweltschützer und Landwirte an einem Strang. Ah ja gut, den kleinen Kanton Genf kostet das 1 Million Schweizer Franken. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel ist es uns als Gesellschaft wert? Und wie wollen wir mit Tier und Natur umgehen? Ich habe heute gelernt, Jagd ist ein hochkomplexes Thema. Und zur Frage tolerieren oder töten gibt es wahrscheinlich kein Schwarz-Weiß, sondern am Ende ist es einfach Ansichtssache, wie weit wir Wildschweine, Wölfe und Waschbären an uns ranlassen wollen. Oder? Was meint ihr? Schreibt es mir noch gerne mal in die Kommentare.